Hallo. Sorry for the photographers. Mir tun die Kameraleute immer leid. I'm like Elvis Presley. Ich trete hier auf wie Elvis Presley. I just can't stand still. Weil ich immer rumhüpfe, nicht stillstehe. Thank you so very much. Ich danke euch sehr dafür, dass ihr gekommen seid. It is a great honor for me. Es ist für mich eine große Ehre, to have you come and be with me. dass ihr hierher kommt und bei diesem Abend teilnehmt. You know, we have two simple slogans in what we do. Also in unserer Arbeit haben wir zwei einfache Schlagwörter. Bin froh, dass Sie gekommen sind. This is one of the slogans. Hier seht ihr einen von unseren Slogans. Es ist gut, Deutsch zu sein. It is good to be a German. So here it is in a simple way. Wir haben das als einfache Zeichnung aufgedruckt. But it has a much deeper meaning. Die Bedeutung ist noch viel tiefer gehend. Because it is good to be a German. Denn es ist gut, ein Deutscher zu sein. Is there anyone here who would actually use this to go to the grocery store or use it to go shopping? Anyone who would really take it with them and use it? Also gibt es jemand, der diese Tasche zum Einkaufen nehmen würde? Wirklich, dass sie jeder sieht im Lebensmittelladen. And our other slogan is equally as simple. Und unser zweites Schlagwort ist ähnlich einfach. In Germany today there are many questions. Im heutigen Deutschland gibt es viele Fragen And there's a lot of confusion. und viel Verwirrung gibt es. But there's really only one answer to those questions. Aber in Wirklichkeit gibt es nur eine Antwort auf diese Fragen. And that's our other slogan. Und das ist unser zweites Schlagwort. Love is the only answer. Liebe ist die einzige Antwort. You say, oh, that sounds soft and weak, soft. Hört sich doch weich und schwach an. But it's not. Stimmt gar nicht. Love is a powerful, strong thing. Die Liebe ist etwas Machtvolles, Starkes. It's what saves our relationships, Die Liebe rettet unsere Beziehungen, saves our marriages, unsere Ehen, keeps our communities together, hält unsere Gemeinschaften zusammen and it really protects us. und die Liebe schützt uns.
When people love each other, Wenn die Menschen einander lieben, they take care of each other. sorgen sie füreinander. But love is not that easy. Liebe ist jedoch nicht so einfach. You have to take a risk in order to love. Ihr müsst ein Risiko eingehen, um lieben zu können, You don't know what's going to happen. weil ihr ja nicht wisst, was alles passieren wird. You give yourself fully, Du könntest dich selbst voll hineingeben and the other person can say, no, und der andere könnte sagen, nein, that hurts. das tut weh. But there is no other option, Aber wir haben keine andere Option, especially for Germans. besonders nicht für Deutsche. And I'll try to explain to you today why. Ich versuche es euch heute Abend zu erklären, warum das so ist. Now, we live in a modern world Wir leben in der modernen Welt, where everything is politically correct. wo alles politisch korrekt abzulaufen hat. And we have to be careful looking over our shoulder all the time to see who's listening to us. Und dabei müssen wir aufpassen und immer mal wieder einen Blick über die Schulter werfen. Wer hört uns hier zu? People are very sensitive today, very sensitive. Heutzutage sind die Leute sehr auf der Hut. You could say something that has no negative meaning. You could say that. Ihr könntet etwas sagen, was überhaupt nicht negativ anklingt. And what if somebody takes it wrong? Was ist aber, wenn ein anderer es in den falschen Hals bekommt? Yeah, they hear it wrong. Wenn er falsch hört, Well, then you could be branded as something. A brand. dann wirst du gebrandmarkt als jemand. And you know the brands, don't you? Ihr wisst schon, wie die Schimpfwörter heißen. Everybody knows the brands. Ihr kennt sie. It used to be that you had to be something bad to be branded something bad. Früher musste man noch ein echt Böser sein, um dann auch das Brandmal Böser zu bekommen. Not anymore. Aber heutzutage gilt das nicht mehr. You can be as innocent as a dove Heute kannst du so unschuldig wie eine Taube sein and still be branded, well, you know. und trotzdem kriegst du noch die Schimpfwörter angehängt. Ihr kennt sie ja. I don't even know what my name is anymore. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich heiße. I have to look at the sign that says, welcome, William. Oh, William. Ich muss mir immer die Schilder anschauen, die draußen stehen. Willkommen. Ach so, William heiße ich heute. Because I get called every name in the book. Ja, sie geben mir jede Art von Etiketten oder Schimpfnamen. So, my wife says to me, who are you today? Meine Frau fragt mich, und wie heißt du heute? Wie nennen sie dich heute? Well, I'm some kind of monster, I say to her. I don't know what kind of monster. Ich sage ihr, ach, weißt du, ich bin eine Art Ungeheuer. Welcher Sorte, weiß ich gerade nicht. My wife and I live in the little town that I was born in and raised in. Meine Frau und ich leben in der Kleinstadt, in der ich geboren wurde und auch erzogen wurde. Some of you may have that experience. Manche von euch haben so ein Erlebnis von der Kleinstadt auch. Kind of hard to hide, isn't it? Man kann es schwer verbergen. When you're born and raised and you're still living in that town. So, Wenn du in der Kleinstadt geboren wurdest, erzogen wurdest und immer noch in der Kleinstadt lebst. so you know, I think the reason I get something weird happens everywhere I go.
Überall, wo ich hingehe, passieren komische Sachen. But I don't think that's the Fliegeralarm. Aber was ich da hören kann, das ist noch nicht Fliegeralarm, glaube ich jedenfalls. Not today. Heute haben wir den noch nicht. So what I want to talk to you about today Was ich heute Abend besprechen möchte, ist is not who I am. es geht nicht um mich, Das macht not nichts. It doesn't make any difference. I will not be with you for a long time. ich werde eine lange Zeit nicht unter euch sein. This is meeting number 298 today. Heute Abend findet das 298. Treffen statt. And my 55th trip on an airplane to get to you, number 55. Und ich bin zum 55. Mal per Flugzeug nach Deutschland eingereist. So, some of you were wondering, why does he care so much? Und manche von euch stellen sich vielleicht die Frage, warum ist ihm das denn so wichtig? I mean, he looks like he's got to be over 50 years old. Er sieht schon etwas über 50 Jahre alt aus. I'm closer to 80 than anything else. Ich If bin you round me off. näher zu 80 als näher zu 50. But the reason I come is very simple and somewhat shocking. Der Grund, weswegen ich hierher komme, ist ganz einfach und gewissermaßen auch schockierend. I come because I love you. That's why I come. Ich komme, weil ich euch liebe. I can't help it. Ich kann gar nichts dagegen machen. It's a deep and passionate love. Es ist eine tiefe und leidenschaftliche Liebe. And when you love somebody, Und wenn man jemanden liebt, you want to be with them, don't you? möchte man gerne mit ihm zusammen sein. It doesn't matter if you have to travel 2 hours, 3 hours, 4 hours, 7 hours. You want to be with them. Ob man 3 Stunden, 4 Stunden, 7 Stunden reisen muss, um mit dem Geliebten zusammen zu sein, spielt keine Rolle. A year and a half ago, I used to make 4 cities and 4 meetings every day, 7 days a week. Vor 1,5 Jahren habe ich 4 Städte und 4 Treffen gemacht pro Tag. Und das 7 Tage hintereinander. 4 different cities. Ja, 4 verschiedene Städte. But a wonderful German doctor got a hold of me. Aber ein wunderbarer deutscher Arzt hat mich mal zur Seite genommen. He says, cut it out. Er sagte, das musst du sein lassen. But I want you to know who you are. Ich möchte jedoch, dass ihr wisst, wer ihr seid. And I don't believe you do know who you are. Ich glaube allerdings nicht, dass ihr Bescheid wisst, wer ihr seid. You know your name, you know where you live. Ihr kennt euren Namen, ihr kennt euren Wohnort. But because you are German, Aber weil ihr Deutsche seid, no one really wants you to know anything more. möchte niemand, dass ihr sonst noch zusätzliche Dinge wisst. At the end of World War II, Am Ende des Zweiten Weltkriegs everyone in the world seemed to agree for at least a short time. schien jeder in der Welt zumindest für kurze Zeit übereinzustimmen. And that is, something has to be done about the Germans. Mit der Idee, dass man mit den Deutschen irgendwas anstellen muss. The Americans and the British, the French, and 47 other nations said yes. Die Amerikaner, die Briten, die Franzosen und 47 weitere Nationen stimmten überein. And
And so even before the war ended, they put massive amounts of money into a place called Bletchley Park. Sogar schon bevor der Krieg zu Ende war, haben sie unglaublich viel Geld hineingepresst in einen Ort namens Bletchley Park. And they had all these brilliant, brilliant people there from Harvard and Yale and Chicago and London and Oxford and Cambridge. And well, everybody who was smart was in one little house, Bletchley Park. Sie haben aus allen Herrenländern, den besten Universitäten, London, Chicago, Yale, Oxford und Cambridge, die gescheitsten Leute zusammengetrommelt nach Bletchley Park. So from mid-1943 on. Von Mitte 1943 an. They were given only one goal. Sagte man diesen sehr gescheiten Akademikern, ihr habt nur ein Ziel. And that was to use your best traits against you. Sie sollten eure besten Eigenschaften gegen euch selbst richten. In the world's most sophisticated psychological operation. Und sie waren beteiligt an der am ausgeklügelsten stattfindenden psychologischen Operation in der ganzen Welt. And even though they had all the talent in the world to do it, they needed an experimental population that was flat on the ground. Selbst wenn sie alle Talente der Welt versammelt hatten und genügend Geld, brauchten sie sozusagen eine Experimentiergruppe. Und zwar ein Volk oder eine Gruppe von Menschen, die flach auf dem Boden lagen, zerstört waren. So they had the perfect situation. Ja, die Situation war für sie perfekt. Nobody in Germany knew where food would come from. They didn't know where water would come from. It was like starting over from the Stone Age. Also nach dem Zweiten Weltkrieg wusste kein Deutscher mehr, woher kommt das Essen, woher kommt das Wasser. Es war, als ob die Steinzeit ausgebrochen war. All the men were gone. Die Männer waren alle weg. In Russian prisons or American prisons or British prisons or they were gone. In russischen Gefängnissen oder amerikanischen oder britischen waren sie untergebracht oder überhaupt verschwunden. So the psychological operation had perfect grounds and it worked big time. It worked. Also die Ausgangsvoraussetzung für die psychologische Operation war perfekt und es hat funktioniert. Und wie? And then they took all the young Germans they could find in uniform at the end of the war. Dann haben sie alle jungen Deutschen, die eine Uniform getragen haben, am Ende des Krieges zusammengenommen. 5.2 million of them. Und zwar 5,2 Millionen junge Menschen. Of course, they couldn't tell who was who. Sie konnten nicht unterscheiden, wer war. Anyone who seemed to be wearing a uniform was swept up. Wer auch immer eine Uniform getragen hat, wurde zusammengerafft. That included the postman, that included the delivery boy, anyone who seemed to have a uniform. Also Postboten haben sie gerade mit eingesackt und wer immer, vielleicht als Lieferjunge auch eine Uniform trug, wurde gleich auch mit eingesackt. And of course they put them in the Rheinwiesenlager. Und sie steckten diese jungen Leute in die Rheinwiesenlager. And for 8 days they gave them no food, no water, no medical supplies, nothing. 8 Tage lang haben sie weder mit Essen versorgt, noch ihnen Wasser gegeben, noch Medikamente. Gar nichts. Even though they had an abundance of all of that. Noch dazu hatten sie von all dem, Lebensmittel, Wasser, Medikamente, genügend vorhanden. So the Bletchley Park was meant to destroy the German mind. Bletchley Park war dazu angelegt,
den deutschen Geist zu zerstören, so they could never cause trouble again. so dass die Deutschen nie wieder aufstehen und Schwierigkeiten machen. And the Rheinwiesenlager was meant to destroy the Germans who could ever grow up to do harm. Ja, und die Rheinwiesenlager dienten dazu, dass man diese jungen Deutschen gleich mal aus dem Verkehr zieht, damit sie nicht aufwachsen und jemals doch wieder einen Schaden anrichten könnten. So they murdered, that's the Americans and the British, Die Amerikaner und die Briten waren die Mörder. murdered 800,000 young German boys. Ermordeten 800.000 junge deutsche Minderjährige. And up until a year and a half ago, Und bis etwa vor 1,5 Jahren it was politically incorrect in the extreme war es politisch unkorrekt, sogar bis zum Äußersten unkorrekt. to even mention the word Bletchley Park. Man durfte das Wort Bletchley Park noch nicht mal in den Mund nehmen. A year and a half ago, if you ask about Bletchley Park in Berlin, you could get in trouble. Wenn du vor 1,5 Jahren in Berlin die Frage nach Bletchley Park gestellt hättest, hättest du Schwierigkeiten bekommen können. You weren't ever to know about Bletchley Park. Your whole lives, you were never to know about it. Also, ihr solltet nie, und zwar nie in eurem Leben, etwas über Bletchley Park erfahren. You were meant to walk around schief gelaufen, Was man von euch wollte, ist, dass ihr ein bisschen scheps, bisschen schief gewickelt lauft always a little bit confused, und immer einen leichten Dachschaden habt. with an identity crisis, Identitätskrise. but you were never to know why. Aber warum das alles so schief gelagert ist, solltest du nie erfahren. Or who. Oder auch wer dahinter Who did it? steckt. And the Rheinwiesenlager was even more politically incorrect. Und noch politisch unkorrekter war das Wort Rheinwiesenlager. If you were a mother or a wife or a daughter or a sister in the summer of 1945, Wenn du eine Mutter, eine Ehefrau, eine Schwester oder eine, wen habe ich jetzt vergessen, eine Tochter warst and you said, where's my husband? Where's my son? And you heard a rumor und gefragt hast, wo ist denn mein Mann, wo ist denn mein Sohn und ein Gerücht dir zu Ohren gekommen ist, You heard a rumor that they were being kept in barbed wire in the mud on the Rhine. in dem Gerücht wurde gesagt, die sind hinter Stacheldraht im Schlamm am Rhein untergebracht. In 30 camps. In 30 30 Lagern verstreut. And they were dying like flies every day. Und die sterben täglich weg wie die Fliegen. And you said, well, I'm going to go and take them an apple. I'm going to go and take them some bread. Und du beschließt dann, ich bringe denen Äpfel und Brot. The moment you got near any of the camps, Wenn du nur in die Nähe von diesen Lagern gekommen bist, you were shot in the head hat man dich mit Kopfschuss erschossen. by the order of Dwight Eisenhower. Und zwar auf Befehl von Dwight Eisenhower. It was posted on every fence. An den Stacheldrahtzäunen waren Schilder angebracht. And if you even ask where the camps were, Wenn du überhaupt die Frage nach den Rheinwiesenlagern gestellt or hast, when your young German would come home to go back to school, if you even ask, wenn du nur gefragt hast, wann kommt denn mein Junge wieder heim, damit er wieder in die Schule gehen kann, you could lose your job, you could lose access to food, you might even be put in prison for asking. hättest du auch deine Arbeitsstelle verlieren können, nichts mehr zu essen bekommen, man hätte dich auch ins Gefängnis stecken können dafür. And the British and the Americans, especially in their films, they made for their soldiers, Und besonders die Filme, die Propagandafilme, die von den Briten und den Amerikanern für ihre Soldaten hergestellt worden sind, they said, even the German little children are dangerous. Dangerous.
machten bekannt, dass sogar die kleinen deutschen Kinder ganz gefährlich sind. So hundreds and even thousands of 12-year-olds and 13-year-olds were murdered in the camps. Hunderte, Tausende sogar von 12-Jährigen wurden in diesen Lagern umgebracht. Now you say, well, that's way in the past. We don't want to live in the past. It's in the Ihr past. reagiert ja, I das guess ist lange her und wir wollen doch nicht in der Vergangenheit leben. And some of you might be saying, I guess we deserved it. We deserve to be treated like that. Und manche sagen vielleicht, wir haben es womöglich verdient, so behandelt zu werden. That's Bletchley Park. Das ist die Folge von Bletchley Park. You didn't deserve to be treated like that. Nein, ihr habt es nicht verdient, so behandelt zu werden. I wrote in a little booklet with my wife called Kurt 45. In einem kleinen Büchlein, was ich mit meiner Frau geschrieben habe, mit dem Titel Kurt 45. Over 250,000 Germans now have read that little book. Über 250.000 Deutsche haben dieses kleine Büchlein gelesen. I said, never in the history of mankind has there been such uncivilized behavior. Im Büchlein steht, nie in der ganzen Menschheitsgeschichte hat es ein solch unzivilisiertes Verhalten gegeben. Never. Nie. It's a war crime. Das ist ein Kriegsverbrechen. It was the definition of a war crime. Es entspricht der Definition von Kriegsverbrechen. But no one was ever put on trial. No one. Und niemand, der das begangen hat, ist jemals vor Gericht gestellt worden. You see, the Morgenthau plan was put into action by stealth. Der Morgenthau-Plan wurde geheim in Aktion gebracht. We will make sure that the Germans never cause trouble again. Wir haben dafür gesorgt, dass die Deutschen nie wieder irgendwelche Schwierigkeiten machen können. We won't march them off into the desert like we planned. Wir haben ursprünglich geplant, sie in die Wüste zu schicken, aber haben das nicht gemacht. We wouldn't look very good if we did that. Wenn wir sie so vertrieben hätten, würden wir nicht gut dabei wegkommen. That's okay. That's okay. Probably Chancellor Scholz looking for me. Der Herr Scholz ruft an. He wants to know where I am today. Er will wissen, wo ich heute wieder abgeblieben bin. So you've been told since you were born, in one way or the other, Seit du geboren wurdest, wurde dir so oder so mitgeteilt, that all of these things had to be done to you, and you had it coming. und dass all diese Sachen dir angetan werden mussten oder euch angetan werden musste und außerdem habt ihr es verdient. That was the beginning of the große Lüge. That was the beginning of the big lie. So fing die große Lüge an. You didn't have anything coming. Nein, ihr habt nichts euch zu Schulden kommen lassen. You got caught up in a war, terrible war. Ihr seid in einen schrecklichen Krieg verwickelt worden. Horrifying things happen in war Im Krieg passieren schreckliche Dinge. on both sides. Und zwar auf beiden Seiten. There was as many noble, caring, kind Germans as there was in any other army. Es gab so viele noble, liebende und sich sorgende Deutsche, genauso wie in den anderen Armeen, die im Krieg zugange waren. Same percentage, same. Die Prozentzahl der guten Menschen war in allen Armeen etwa dieselbe. Your only mistake was Nur war euer Fehler, euer einziger Fehler, you lost. ihr habt den Krieg verloren. You fought 50 nations, 5-0, Ihr habt gegen 50 Nationen gekämpft. and eventually you just got worn down. Und irgendwann wart ihr ausgemertet.
You lost to the bigger bombs. Ja, ihr habt verloren gegenüber den größeren Bomben. Had nothing to do with who you were. Es hatte nichts mit eurer Identität zu tun. I know about war. Ich kenne mich aus in Kriegsdingen. The biggest bombs win. Es sind immer die größten Bomben, die gewinnen. End of story. Und damit ist die Geschichte zu Ende. Your bombs weren't big enough. Eure Bomben waren nicht groß genug. Now, what do we do today? Was machen wir heute? What do we do here in this room today? Was machen wir genau in diesem Raum heute Abend? You say, it's too late now, Professor. It's too late. Und ihr sagt, Herr Professor, zu spät. What you say sounds right. Sounds right. Es klingt zwar ganz in Ordnung, was du sagst, But it's way too late now. aber jetzt ist es doch schon viel zu spät. We've grown addicted to living under the Allies. Inzwischen sind wir ja süchtig, so zu leben unter der Vorherrschaft der Alliierten. You know, we accused you of burning books with fire, didn't we? Erinnert ihr euch, dass wir euch vorgeworfen haben, dass ihr Bücherverbrennungen gemacht habt? One of the proofs that you were so bad was that you burnt books. Eine der Beweise, dass ihr so böse seid, war, dass ihr Bücher verbrannt habt. What if I told you we burnt 10 times more books of yours? Was würdet ihr sagen, wenn ich euch sage, dass wir 10-mal mehr Bücher verbrannt und zwar eure, als ihr es getan habt? With fire. Und zwar mit Feuer verbrannt. All of your school books for children. Eure Schulbücher der Kinder haben wir alle beseitigt. All of your children's storybooks that Germans learned from for hundreds of years. Die Geschichtenbücher der Kinder, Kinderbücher einfach, aus denen die deutschen Kinder für Jahre gelernt All haben. of the music books. Auch die Notenbücher haben wir And we verbrannt. started you over from scratch Und wir haben dafür gesorgt, dass ihr wieder von vorne anfangen müsst. while you were laying flat on the ground. Und dabei seid ihr auf dem Boden gelegen. Psychological operation, Es war eine psychologische Operation. Rheinwiesenlager, Die Rheinwiesenlager, the Eastern Territories, Pomerania, Sicily, Schlesien, Schlesien, Prussia. also Ostpreußen, Schlesien, Pommern, diese Ostgebiete. Another 1.2 million Germans murdered. Da sind weitere 1,2 Millionen Deutsche umgebracht worden. How many German women and children died nationwide from starvation and exposure in the 4 years after the war? Wie viele deutsche Frauen und Kinder sind in den 4 Jahren nach dem Krieg, 45 bis 49, gestorben an den Folgen von Verhungern und der Kälte und der Hitze ausgesetzt zu sein? You don't know, do you? Das wisst ihr nicht, oder? 2.5 million. Es waren 2,5 Millionen. 1.2 million from the northeastern territories, 800,000 in the Rheinwiesenlager after the war. Not one shot being fired. Everyone happy. 1,2 Millionen Frauen und Kinder sind allein aus den Ostgebieten schon umgekommen und 800.000 in den Rheinwiesenlagern. Und da war noch was, ohne dass nach dem Krieg überhaupt ein Schuss gefallen ist, sind sie umgekommen. Ignored the International Red Cross. Und das gegen die Bestimmungen des Internationalen Roten Kreuzes. We ignored the League of Nations. We ignored everyone who was trying to help you. Die League of Nations wurde überrannt. Jeder, der dagegen sprach, wurde von uns ignoriert. Konrad Adenauer took a list of 600,000 Germans to the International Red Cross.
Konrad Adenauer hat eine Liste mit 600.000 Namen dem Roten Kreuz, dem Internationalen Roten Kreuz vorgelegt. Including 30,000 German Red Cross nurses. Auf der Liste standen auch die Namen von 30.000 Rotkreuz-Schwestern. And the international organizations told Adenauer, we can't help you. Und diese internationalen Organisationen sagten Adenauer, wir können leider nicht helfen. Because they're Germans. Es sind Deutsche, daran liegt's. They don't matter. Die spielen keine Rolle. But see, the problem is, if it had been hateful and nasty at that time only, Aber das Problem ist, wenn es nur in dieser Zeit nach dem Krieg so hasserfüllt und so übel gewesen wäre, then I could be home today playing golf at the country club. dann könnte ich ja heute zu Hause im Country Club mein Golf spielen. It's the same temperature in Illinois as it is here with you. In Illinois hat es etwa dieselbe Temperatur wie bei euch hier. Good day for golf. Also heute wäre ein guter Tag zum Golfspielen gewesen. But you see, it's as bad today as it was then. Aber die Ausgangslage ist immer noch so schlimm wie damals, heute. We created systems, education systems, social systems, political systems, economic systems. We created them, the British and the American, so that you would never be free. Wir haben eben, die Briten und die Amerikaner, Schulsysteme, soziale Systeme, politische Systeme und wirtschaftliche Systeme erzeugt, die dafür sorgen sollten, dass ihr es nie mehr schafft, frei zu sein. And that's the world you've all lived in since the day you were born. Und in dieser Welt seid ihr alle groß geworden seit dem Tag eurer Geburt. So even though your ancestors and your Ahnen und Urahnen were real Germans, Auch wenn eure Ahnen, Vorfahren und Ahnen und Urahnen wirkliche Deutsche waren, we did everything possible to make you a different race of people, haben wir alles Mögliche unternommen, dass ihr eine andere Art von Mensch werdet. called the anti-Germans. Und zwar die Antideutschen. So if you want to get along in modern Germany, Wenn ihr im heutigen Deutschland gut klarkommen möchtet, get a good job, eine gute Arbeitsstelle haben be wollt, respected, von allen Seiten gern gesehen sind have the police on your side, und die Polizei unterstützt euch, live a good life. ein gutes Leben haben, You can't be very German. dann dürft ihr nicht sehr deutsch sein, You have to be anti-German. sondern ihr müsst Antideutsche sein. But you see, this is wrong. Das ist falsch. And I am not here on my own in this city to talk to you. I'm not here on my own. Ich bin hier nicht allein, um in dieser Stadt zu The sprechen. reason I'm not playing golf Der Grund, weshalb ich kein Golf spiele and enjoying my retirement und meinen Ruhestand genieße with my beautiful wife, mit meiner schönen Frau. I'm ugly, she's beautiful. Works great. Ich bin der Hässliche, sie ist die Schöne. Passt gut. Elfrida knows it's true. She's been with my wife. Elfriede kennt sich aus, sie war mit Lisa zusammen. So how do we get out of this mess? Wie kommen wir jetzt aus diesem Schlamassel heraus? First, we have to realize what it looks like. You have to agree with me that you are living in a world that doesn't even exist. Erstmal müssen wir uns klar machen über die Ausgangslage. Ihr müsst mir zustimmen, dass ihr in einer Welt lebt, die noch nicht mal existiert. See, they've got you in a box. They've got you in a trap. Sie haben euch in die Falle gelockt, in eine Kiste gesperrt. And the reason is because they still today believe Der Grund dafür ist, dass sie heute auch noch glauben, that you have to be controlled. dass man euch an der Kandare halten That if you muss. were ever free, Dass wenn ihr je frei seid, there's something in you, something dark,
Da ist irgendetwas Böses in euch, was Dunkles. And if you were ever free and strong again, Und sobald ihr frei und stark werden würdet, and heaven forbid, you were ever able to say, I am proud to be German. und um Gottes Willen ihr in die Lage kommt zu sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, The whole world would be in danger. wäre die ganze Welt wieder in Gefahr. The darkness would come out again. Da käme dieser dunkle Drachen wieder raus aus dem Deutschen. So I am here to tell you what no German can tell you. Ich bin hier, um euch zu sagen, was euch kein Deutscher sagen kann. The whole thing's a big lie. Die ganze Sache ist eine riesengroße Lüge. The whole thing's a lie. Alles, von vorne bis hinten. You see, the reason we had to do this to you Der Grund, warum wir das gegen euch unternommen haben, is not because you were too bad. ist nicht der, dass ihr zu schlechte Menschen wart. Not because there's this dark thing inside of you. Nicht, weil da was Schwarzes, Dunkles in euch ist. It's because you're too good. Es liegt daran, dass ihr zu gut seid. See, the lie is the opposite of the truth. That's the problem. Die Lüge ist das Gegenteil der Wahrheit. Das ist das Problem. They knew that if it was a little bitty lie, Sie wussten, dass wenn es nur eine kleine Lüge wäre, you'd figure it out. würdet ihr draufkommen. So they made it a big lie, and it covers everything. Also haben sie eine riesengroße Lüge draus gemacht, die alles abdeckt. They said, well, if this is true, Professor, well then, wow, we're just lost. We're hopeless. Und dann sagt ihr, naja, wenn das stimmt, Herr Professor, dann ist alles zu spät. Dann sind wir einfach verloren. No, you're not. Seid ihr nicht. Because the brainwashing and all of the fear is only 1 inch deep. Die Gehirnwäsche und die ganze Angst, die man euch eingejagt hat, reicht nur 1,6 bis 2 Zentimeter tief. And you have the trump card. Außerdem habt ihr die Trumpfkarte. No matter how clever they were at Bletchley Park, Ganz egal, wie klug die Herren waren im Bletchley Park, there was one thing they missed. sie haben trotzdem eine Sache übersehen. No matter how hateful they were after the war. Egal, wie hasserfüllt sie nach dem Krieg gewesen sind. And remember, I didn't even talk about the rapes. I didn't even talk about that. Ihr habt es vielleicht bemerkt, ich habe noch nicht mal erwähnt, dass es Vergewaltigungen gab. German girls as young as 8 years old. Und zwar schon angefangen bei 8-jährigen deutschen Mädchen. I didn't even mention that. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. And throw in another million. Es waren nochmal eine andere Million, eine weitere Million. No matter how hateful they were after the war, Also egal wie viel Hass sie geschürt haben nach dem Krieg, they missed one thing. haben sie doch eine Sache verpasst. They didn't know that the Deutsche Seele even existed. They didn't know it. Sie wussten nicht einmal, dass es die deutsche Seele gab. They could mess up your head. Euren Verstand, euren Kopf, den konnten sie durcheinander bringen. They could torture your body. Deinen Körper konnten sie auch quälen. They could depress your heart Dein Herz konnten sie runterdrücken and make you feel like slaves. und dir das Gefühl vermitteln, ein Sklave zu sein. But they didn't know there was a Deutsche Seele. Aber wovon sie keine Ahnung hatten, war, dass es die deutsche Seele That gibt. happens to exist in each of you in this room. Die deutsche Seele existiert in jedem von euch in diesem Raum And is tied through your ancestors all the way into the mist of creation itself. und durch deine Ahnenreihe ist die deutsche Seele bis hinein oder hinab zur deutschen Seele und zum Anbeginn. And it gains tremendous power from the creation of God all the way through each one of you.
when you are German. Und die deutsche Seele gewinnt wieder an enormer Kraft hinzu und steigt auf durch jeden einzelnen von euch, wenn ihr Deutsche seid. But you're not German. Dumm ist nur, dass ihr keine Deutschen seid. So you forgot it's there. Ihr habt selbst vergessen, dass es die Seele in euch And gibt. the power that should be flowing into you in the deutsche Seele Und die Kraft, die durch die deutsche Seele in euch einfließen sollte, has been blocked. ist abgeschirmt worden. Power's still there. Die Kraft selber ist trotzdem da. You're blocking it Aber ihr seid diejenigen, die sie abschirmt, weghält, because you're afraid to be German again. weil ihr Angst habt, wieder Deutsche zu sein. You are. Ja? You're afraid of responsibility. Ihr habt Angst, Verantwortung zu übernehmen. You're afraid of sovereignty, being sovereign. Ihr habt Angst, selbstbestimmt zu leben. You know, when you have responsibility and you're sovereign, you have to make decisions. Wenn ihr die Verantwortung habt und wieder souverän seid, müsst ihr auch die Entscheidungen treffen. And you might make the wrong decision. Und dummerweise könntet ihr dann auch falsche Entscheidungen treffen. And then all of your friendly neighbors in Europe would yell at you. Und all die euch freundlich gesonnenen Nachbarn in Europa würden euch zusammenbrüllen. Try not giving the Greeks more money when they ask for it. Try it. Probiert es mal aus, den Griechen kein Geld zu geben, wenn sie mal wieder welches verlangen. What's the Greek newspapers say in headlines that tall the next day? Was würden dann die Titelzeilen der griechischen Zeitungen am nächsten Tag vermelden? Every time. Und zwar jedes Mal. The Nazis are back. Die Nazis I'm not sind making it wieder up. aufgestanden. Nein, das erfinde ich nicht. I'm not making this up. I watched the European news. Ich habe die europäischen Nachrichten angeschaut. Das If erfinde you're ich one nicht. day late Wenn in the ihr, latest handout, wenn ihr nur einen Tag zu spät dran seid mit euren neuen Geldgaben, the Gestapo is back. dann heißt es in der Zeitung, die Gestapo ist wieder What are da. they going to do? Put us in a concentration camp? Na, was werden sie diesmal tun? Uns ins Konzentrationslager stecken. And then they run cartoons of you in Nazi uniforms. Und dann gibt es noch diese Comiczeichnungen, wo die Deutschen in Nazi-Uniformen dargestellt werden. And then in Berlin, they hurry and write the check. Und die in Berlin schreiben dann ganz schnell einen Scheck aus. You say, well, maybe it's not that bad. Maybe things are getting better now. Dann sagst du, vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Vielleicht wird es jetzt ein wenig besser. Now remember, I have taught a lot of bright young Germans over the past 34 years. Bedenkt, dass ich in den letzten 34 Jahren viele junge, glänzend intelligente Deutsche unterrichtet habe. And 6 days ago, I was riding on a Lufthansa plane next to a bright young German. Vor 6 Tagen bin ich in einer Lufthansa-Maschine nach Deutschland gereist. Neben mir saß ein sehr kluger junger Deutscher. So I'm not talking about ancient history, am I? I'm not. 6 days ago. Also ich spreche jetzt von der jüngsten Vergangenheit. Ist erst 6 Tage her. And I struck up a conversation, 28 years old, right? We were talking. Also wir haben uns miteinander unterhalten. Der junge Mann und ich. And I asked him, I said, are you aware that the Polish government is demanding, all of a sudden demanding 1.3 billion euros from Germany? Are you aware of that? Ich fragte ihn, ob er Bescheid wisse darüber, dass auf einmal die polnische Regierung von den Deutschen 1,3 Billionen Euro verlangt. In America, that's $1.3 trillion. Well, a lot of money. I mean, a lot of money. Also in Amerika nennen wir das 1,3 Trillionen US-Dollar. Das wäre unheimlich viel Geld. A shocking amount of money. Ja, schockierend. And all of a sudden, out of nowhere, they decided you owe it to them.
Aus dem Blauen, aus der Luft haben sie plötzlich beschlossen, ihr habt uns dieses Geld schuldig. I mean, one day you didn't owe it, next day you did owe it. Ja. So, Gestern habt ihr es noch nicht ihnen geschuldet, heute aber schon. yeah. So I asked a boy, very bright, he had a master's degree in engineering and it was working for a big German company. I asked him, do you owe them the money? Also diesen sehr klugen jungen Mann, der bereits bei einer großen Firma angestellt war, mit einem akademischen Titel in Ingenieurswissenschaften. Ich wollte von ihm wissen, stimmt das, dass ihr den Polen dieses Geld schuldet? Yeah, I guess we do. Er sagte, ich glaube schon. I said, then you are in favor of paying them the money, right? Also stimmt es dann, dass Sie dafür sind, dass die Deutschen den Polen dieses Geld bezahlen? Yeah, he says, yeah, I guess we have to pay them. We have to pay them. Ja, ich denke schon, dass wir denen bezahlen müssen. I said, why? Und warum, wollte ich wissen? And it was like his eyes went crossed. Als ob seine Augen jetzt schief ständen, über Kreuz gingen. Well, he says, I guess we have to make it up to them. Ich glaube, weil wir was wieder gut machen müssen gegenüber den Polen. I said, so, young man, did you sneak across the border into Poland? Ich wollte wissen, junger Mann, sind Sie bei Nacht nach Polen geschlichen? Now, be honest with me, young man, be honest. Ja, seien Sie ehrlich. You snuck across the border and you blew up Polish buildings, right? Also Sie sind über die Grenze geschlichen und haben polnische Gebäude in die Luft gejagt. And you harmed Polish people, right? Und die Polen haben Sie verletzt, stimmt das? And you destroyed Polish roads Und die and polnischen infrastructure. Straßen und Infrastruktur haben Sie auch kaputt gemacht. No, 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 Ja, um Gottes Willen, doch niemals. no. He says, I'm a pacifist. Ich bin doch ein Pazifist. That's what you hear everywhere. Das hört man überall in Deutschland, Everybody's a pacifist. weil alle Pazifisten sind. He says, I'm an environmentalist. Ja, und obendrein bin ich Umweltschützer. That's okay. Schultz is going to call every one of you and find out where I am. So just tell him you don't know me. It's okay. It could be important, you know. This could be important. Okay. And he says, no. He said, I'm an environmentalist. I have a car, and I only put 1 drop of benzina in, and it goes all month. Als Umweltschützer habe ich ein Auto, was nur einen Tropfen Benzin braucht und fährt einen ganzen Monat lang. I'm an environmentalist, he said. Eben, als Umweltschützer. And he said, I'm in favor of peace for everybody on earth, he said. Und außerdem möchte ich Frieden haben für alle Erdbewohner. So now I know I've got a typical modern German sitting next to me. Mir ist es ganz klar, neben mir sitzt ein typischer moderner Deutscher. I said, so you haven't harmed them, the Polish people? Also gut, Sie waren es nicht, die den Polen was angetan haben. No. I said, what about your friends? Also wenn Sie es nicht waren, wie sieht es mit den Freunden aus? No, they're all same as me. Nee, die auch nicht. Die sind so wie ich. Then it must have been like the people somewhere else in Deutschland. Ja, dann müssen es halt andere Deutsche gewesen sein. Maybe it was the Saxons who did it. Wahrscheinlich waren es die Sachsen, die was angestellt haben. No. He said, we all are friendly people. We're friendly to the Polish people. Auch die nicht. Nein, wir sind alle polenfreundlich. I said, then young man, why do you owe them any money? Ja, wenn es so ist, lieber Mann, warum schuldet Deutschland dann den Polen überhaupt ein Geld? If you went into the international court to a famous international judge and you said, I've done nothing wrong, wenn ihr jetzt vor den internationalen Gerichtshof zieht, vor einen berühmten internationalen Richter und sagt, wir haben nichts angestellt, then the judge would say, well, then you don't owe anybody dann anything. müsste der Richter beschließen, also gut, ihr seid niemandem irgendwas schuldig. So the young man, I asked him then, where does the money come from?
Als nächstes wollte ich von dem jungen Mann wissen, woher kommt denn das Geld? Now, I'm telling you the truth. Ich sag die Wahrheit. Here's what he said. Seine Wort war, He said, the questions you're asking me, I have never thought about in my whole life. die Fragen, die Sie mir hier stellen, habe ich niemals zuvor in meinem Leben bedacht. And then, in order to straighten out me, the foreigner, he told me this. Um mir mal sagen zu können, was Sache ist, hat er mir Folgendes gesagt. He said, it's the way that we're raised in Germany. Ach, wissen Sie, so werden wir halt in Deutschland erzogen. It's the way we're educated in Germany. Ja, das ist unser Bildungssystem. We don't even think about these types of questions. Solche Fragen kommen uns überhaupt nicht in den Sinn. I said, right now you're working for a big German corporation. Ja, im Augenblick arbeiten Sie für eine große deutsche Firma. And you have to work from January 1st till May 21st. Und Sie müssen vom 1. Januar bis zum 21. Mai arbeiten, To pay your taxes. nur um die Steuerlast abzudecken. Guess how long you're going to have to work now? Und was glauben Sie, wie lange Sie jetzt arbeiten müssen, bis Sie mit den Steuern durch sind? To the end of June. Bis Ende Juni. He said, well, I don't like that. Aber das gefällt mir nicht, sagt er. But remember, he's never thought about it. Allerdings hat er nie darüber nachgedacht. Then I said, okay, now we know the source of the money. It's you. Jetzt wissen wir, woher das Geld kommt. Von dir. And you, and you, and you, and you. Always the same source. Und den anderen Deutschen. Du, du und du. Okay. Now, what about the uses of the money? Und die Anwendung oder die Nutzung des Geldes. Wie sieht es damit aus? How's the money going to be used? Was werden die Polen mit dem Geld anstellen? He says, I don't have any idea. Da weiß ich nichts drüber. He's in favor of giving them $1.3 billion, and he has no idea what they're going to do with it. Also, er ist dafür, dass die Polen 1,3 Billionen Euro bekommen, ohne eine Ahnung zu haben, wofür es da ist. I said, why don't you guess? Ja, raten Sie mal. He said, I think they're going to plant trees. Die werden Bäume anpflanzen. And I almost fell out of the chair into the aisle. Mich hat es bald aus dem Stuhl geworfen. I was biting my... It was only 6 days before he and I flew that the Polish president said clearly on television in Poland what he wanted the money for. He said it clearly. Also 6 Tage bevor wir zu zweit im Flugzeug saßen, hat der polnische Präsident im Fernsehen exakt gesagt, was er machen möchte. On national television he said, we're going to build the biggest military, we're going to be the greatest military power in Europe. And he said, we are going to rapidly build our military. He was so proud. Er war so stolz darauf zu sagen, wir werden in Kürze, und zwar sofort, das größte Militär in ganz Europa aufbauen. He said, we just need the money. Was uns noch fehlt, ist das Geld dazu. Where do you go when you need the money? Wenn man Geld braucht, wo geht man hin? Deutschland. 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 And by the way, it is your foreign minister who's negotiating this with Poland. Und es ist eure Außenministerin Baerbock, die mit den Polen verhandelt. That's Baerbock. Baerbock. Negotiating with the Polish foreign minister. Verhandelt mit dem polnischen Außenminister. Trying to get it down to 1.2 Billionen. Sie will ihn runterhandeln auf 1,2 Billionen. Which of course is nothing at all. Das ist nur Kleinigkeit. And you know she has no money. Ihr wisst ja auch, dass die Baerbock kein Geld hat. Of her own. Kein eigenes Geld. Otherwise she would have more than 2 dresses. Sonst würde sie noch mehr als 2 Kostüme haben.
the rote, und the lila. If she had money, she'd certainly buy a third dress, wouldn't she? Wenn sie Geld hätte, würde sie sich noch ein drittes Kostüm zulegen. It's your money, people. Es ist euer Geld. And anyone who wants it, Und jeder kriegt's, wer es haben will. all they have to do is demand it Sie müssen es nur fordern. and say, headlines tomorrow, headlines tomorrow. Und euch drohen. Wenn ihr nicht zahlt, gibt's morgen wieder Dresche in den Zeitungsüberschriften. You are controlled by being branded, Ja, man kontrolliert euch dadurch, dass man euch brandmarkt. like we brand a cow in America. Als ob ihr ein Brandmal aufgedrückt bekommt wie eine Kuh in Amerika. Since I've been born, you haven't said no to anyone. Seit ich geboren wurde, hat Deutschland niemanden abschlägig heimgeschickt. That's Bletchley Park. Und das ist die Folge von der Bletchley Park Operation. The best thinking people on the face of the earth. Best thinking. Ihr seid die am besten denkenden, das am besten denkende Volk auf der ganzen Erde. And you don't think at all. Ohne dass ihr denkt. You turned your brain off. Weil ihr das Gehirn abgeschaltet habt. Like zombies. Wie Zombies. No, you are. Ihr bewegt euch wie Zombies. You are. You're so easy to control, it makes everyone else laugh. Man kann euch dermaßen leicht kontrollieren, dass alle anderen sich ins Fäustchen lachen. And some of you might be thinking right now, Einige von euch könnten jetzt gerade denken, you're probably right, Professor, probably right. wahrscheinlich hast du recht, Herr Professor. But, Aber being slaves is really not that bad. unser Sklavenleben ist ja gar nicht so schlecht. Somebody else provides all your protection for you. Irgendjemand sorgt für unseren Schutz. I asked a young man later in the flight, Als der Flug weiterging, fragte ich den jungen Mann, did you see in Deutsche Welle, the national news service, haben Sie gesehen in der Deutschen Welle, that a new poll showed that 18% of the Bundeswehr would fire their weapons to defend Germany. es gab eine Umfrage unter den Bundeswehrangestellten, wie viele von ihnen denn eine Waffe abfeuern würden, um Deutschland zu beschützen. 18%. Das waren 18%. That means 82% have no intention of defending anyone. Das heißt, 82% der Soldaten haben nicht die Absicht, irgendjemanden unter den Deutschen zu verteidigen. I asked the young man, would you fight to defend your community or your nation? Dann wollte ich von dem jungen Mann erfahren, ob er selbst die Waffe feuern würde, bloß um jemanden in seiner Gemeinschaft oder seiner Familie zu verteidigen. Well, no. Aber nein doch, Of course not. natürlich nicht. I'm not proud to be a German. I'm not going to die. Also ich bin nicht stolz, ein Deutscher zu sein, und sterben für die Deutschen werde ich auch nicht. I said, then who is going to protect your family? Okay, wenn es so ist, wer denn bitteschön beschützt deine Familie? He thought for a minute. Da hat er drüber nachgedacht. The Americans will do it. Ja, die Amerikaner beschützen uns. Jetzt muss ich wieder an den Nägeln kauen. I'm telling you, you are the most intelligent people on earth. Ich sag's nochmal, ihr seid die intelligentesten Menschen auf der Erde. And none of you think. Doch keiner von euch denkt. Let's say this black curtain behind here is Deutschland. The black curtain behind. Dieses schwarze Stück Stoff ist Deutschland.
Beautiful land. Ein schönes Stück Land. 3 million people come here every summer. Jeden Sommer kommen 3 Millionen Menschen hierher. And they all want to sell their home and move to Germany where it's so pretty. Sie wollen ihr Haus verkaufen, dort wo sie her sind, damit sie nach Deutschland ziehen können, weil es hier so schön ist. Well, between 1945 and 1946, Zwischen 45 und 46 we thought it was pretty too, America. haben auch wir Amerikaner Deutschland für ein hübsches Land gehalten. So we said, what are the prettiest, most beautiful, strategically important parts of Germany? What are they? Was sind die schönsten und strategisch wichtigsten Teile von Deutschland, haben wir uns gefragt. Here's a big area right here. Jetzt haben wir einen schönen Fleck gefunden. Groß. We're not going to pay for it, Dafür zahlen wir nichts. but we now own it. Aber jetzt gehört es uns. And down here by Saarland is another great big piece of beautiful land. Auch beim Saarland gibt es einen wunderschönen Fleck. I think we'll put Ramstein there. Am besten lassen wir dort Rammstein And up entstehen. there, oh, that is beautiful. It got wonderful water, wonderful soil. Boom! Da oben haben wir noch einen schönen Platz. Schönes Wasser. Boom! Hier, hier. 110 times. Und das 110 Mal. That's all the best strategic land in Germany. Die besten strategischen Landstücke in ganz Deutschland wurden so genommen. And you weren't paid a penny for it. Ihr habt nicht ein Stück Geld dafür bekommen. And it's now foreign land. Es ist nicht mehr euer Land, es ist fremdes Land. And even if you could find a Bundeswehr soldier who wanted to fire his weapon, Und selbst wenn ihr einen Bundeswehrsoldaten findet, der bereit wäre, einen Schuss von seiner Waffe abzugeben, it would be futile. It would be worthless. wäre es für die Katz. Because the Americans and the British own all the best strategic land in Germany. Weil die Amerikaner und die Briten haben sich die besten strategischen Stationen in ganz Deutschland gekrallt. Even if you wanted to fight. Also sie besitzen das. Und selbst wenn ihr kämpfen wolltet, You have no place to fight. gibt es gar keinen strategischen Ort, von wo aus ihr kämpfen könnt. All the fortresses are taken. Weil die Burgen sind bereits eingenommen. You say, well, yes, but I mean, it really is our land. It really is Germany. Und dann sagt ihr, ja, aber das ist doch wirklich nur Deutschland, das ist doch unser Land. Then why don't one of you try tomorrow to go on one of these 110 bases? Why don't you give it a try tomorrow? Also dann probiert's doch morgen und geht auf einen dieser 110 amerikanischen Just go up to Basen. the front gate. Also klopfen wir an der Eingangstüre. I'm a German. Ich bin Deutscher This is Germany. und ich befinde mich in Deutschland. I'm coming in. See what you're doing. Und jetzt gehe ich hier rein. Give Mal it a sehen, try. was die machen. But make sure you sign your will before you. Vorher musst du aber dein Testament unterschrieben haben. None of that land belongs to you. Kein Stück von diesem Land gehört dir. Neither do the 725,427 patents, intellectual property that made you wealthy in 1933. All of them were stolen from you without one penny coming back. The number I've forgotten, but it's 700,000 and something. I always try to confuse her on this here because I say it one time and I reverse it. Okay, über 700.000 Patente wurden euch gestohlen von den Amis und den Briten. All of the valuable intellectual property of being German. Das waren Patente von 33, wertvoll und haben Ausdruck gegeben von der Deutschheit, vom Deutschsein. Stolen from you as war booty. Sie wurden euch alle gestohlen als Kriegsbeute, ohne einen Pfennig wieder
wieder gut machen. And all of modern America and modern Britain today were built on that foundation. Das moderne Amerika und das moderne Großbritannien wurden genau auf der Grundlage der deutschen Patente errichtet. You've all seen the pictures of the American astronauts standing on the moon with the flag, haven't you? You've all seen the pictures. Die Bilder der Astronauten, die auf dem Mond gestanden sind mit der amerikanischen Flagge, habt ihr ja gesehen. Now that should prove to you that the Americans are superior to you, shouldn't it? Solche Bilder sollten euch mitteilen, dass die Amerikaner euch überlegen sind, nicht wahr? The problem is we couldn't have came within 1,000,000 miles of the moon on our own. Das Problem ist nur, dass wir nicht mit 1 Millimeter zum Mond gekommen wären. 1,000,000 miles I know. on our own. Alleine hätten wir es nicht geschafft, zum Mond gekommen. And we wanted to say thank you to the ones who got us to the exact spot on the moon. We wanted to say thank you to them. Wir wollen demjenigen danken, der uns genau an diese Stelle auf dem Mond gebracht hat. Why couldn't we say thank you to them? Warum konnten wir uns bei ihm nicht bedanken? Because we didn't speak German. Weil wir kein Deutsch sprechen können. All of them were German scientists Es waren allesamt die deutschen Wissenschaftler, who we stole and took to America. die wir von euch gestohlen haben. Werner von Raum and a team of 120 of the brightest, most advanced scientists in the world. Werner von Braun und 120 der am meisten fortgeschrittenen Wissenschaftler in der ganzen Welt. They were 10 years ahead of us. Die deutschen Wissenschaftler waren uns 10 Jahre voraus In rocket science. was die Raketenwissenschaft anbelangt. If that was the moon hanging down from the ceiling right there, you can turn around and look at it. You see it? That's the moon. Wenn ihr diesen Lautsprecher nehmt als Mond, Without our Germans, we would have missed that moon by over here. also ohne die deutschen Wissenschaftler hätten wir den Mond da drüben so weit verpasst, wir wären da gelandet. But in the 1960s, we hit the moon within a square like this. Aber in den 60er Jahren sind wir auf dem Mond gelandet in diesem kleinen Karree. Now you take all 725,000 scientific patents and intellectual patents, all of them. Wenn ihr jetzt alle 725.000 plus Patente, wissenschaftliche und sonstige nehmt, And you can see we built America and Britain on German brains. könnt ihr erkennen, dass wir Amerika und Großbritannien auf der Geisteskraft, Even the atomic bomb we dropped on Nagasaki der Geisteskraft der Deutschen aufgebaut haben. Selbst die Atombombe, die wir auf Nagasaki geworfen haben, was 80% completed German technology. war zu 80% vervollständigte deutsche Technologie. You are the slaves Ihr seid die Sklaven to a society gegenüber einer Gesellschaft, that is less civilized than you are. die weniger zivilisiert ist als ihr. That's the truth. Das ist die Wahrheit. But we've got your brains all twisted up like a pretzel. Aber euren Verstand haben wir dermaßen verdreht wie eine Brezel. And I have the proof of it with me. Ich zeig's euch, ich habe den Beweis vorliegen. You give the Germans a problem, Also stellt den Deutschen mal ein Problem. and they turn on the brain, Und sie lassen ihren Verstand rattern
and they turn on the creativity, und sie bringen ihre Kreativität in Schwung and they can solve any problem und sie schaffen es, jedes Problem zu bewältigen, when they're Germans. wenn sie Deutsche sind. I have an apple. Hier ist der Apfel. And this is what my German friend has invented. Mein deutscher Freund hat diese Gabel entworfen. You notice it has form, it has function, it has beauty, Form, Funktion und Schönheit. and it's upright, like Germans. Und eine aufrechte Gabel ist es. Now that is a German invention. So sieht eine deutsche Erfindung aus. So I don't want to get sticky stuff all over my coat. Also wenn ich jetzt einen Apfel essen will, will ich mich nicht bekleckern mit klebrigem Zeug. Baerbock has 2 dresses. Die Baerbach hat zwei Kostüme William only has 1 coat. und William hat nur sein Jackett. No, I don't wear this to bed at night. Nee, This is not my pajamas. No. nein, mein Jackett ist nicht mein Schlafanzug. Although my pajamas look just like this. Obwohl der auch so ähnlich aussieht. So, German invention. Deutsche Erfindung. See all the gooey stuff? Seht, wie der Apfel Didn't get on me. rausperlt, aber mich hat er nicht versaut. German innovation. Schöne deutsche Erfindung. Und jetzt kann ich runterbeißen. Could be a Mercedes or BMW. Could be. Also diese Gabel steht für einen Mercedes oder einen BMW. But this frightens people around the world. Aber das erschreckt die Menschen überall auf der Welt. People who are the money grubbers. Die Geldgierigen. Money, money. Geld, Geld, Geld. That's how they live. Money. So leben sie, immer nur Geld. People who are the warmongers. Die Kriegstreiber. People who love power. Die Machtgierigen. They say, we can't do this. Und die sagen, sowas bringen wir nicht zustande. The Germans are just too good. Ach, diese Deutschen sind einfach zu gut. So, what do they have that makes them good? Was haben sie, was sie so gut macht? Well, they have self-confidence. Naja, die sind von sich selbst überzeugt, They can do anything. dass sie alles schaffen. So we have to take care of the self-confidence. Also müssen wir mit ihrem Selbstbewusstsein Oh, what else do they have? klarkommen. Was haben die Well, they Deutschen? have unity. Ja, die sind miteinander They have gut verbunden, family. They familienorientiert, have a solid foundation. gute Grundlage, Can't have that. solide Grundlage, die dürfen sie nicht haben. Weg damit. And they are so creative. Und dann They have big brains. sind die Deutschen mit ihrem guten Gehirn dermaßen schöpferisch, They frighten us. die machen uns Angst. Take care of that. Jetzt ist das beiseite. Germans also love to do things right and work hard. They love to get things done. Die Deutschen möchten es richtig machen, arbeiten hart und wollen Ergebnisse erzielen. Well, we'll make them into lazy slaves. Machen wir sie zu Faulpelzen, Sklaven. They're still upright and tall, aren't they? Aber sie stehen noch immer aufrecht. We gotta fix that now. Okay, bringen wir das auch um die Ecke. We have to twist them a little Verdrehen wir and sie then bend them over. und dann drehen wir sie nochmal. Oh my God, we have modern Deutschland. Modernes Deutschland. It's the guy sitting next to me on the plane Ja, so sah der junge Mann aus, der mein Sitznachbar war. who thinks they're going to plant trees. Der glaubt, dass die Polen Bäume pflanzen werden. We can laugh today and we should laugh. Ja, We need to laugh. heute können wir drüber lachen. Wir sollten sogar lachen. Ist wichtig. But in reality, this is sick. This is sick. In Wirklichkeit ist das eine Krankheit. You take the people
who were created by God Menschen, Völker, ein Volk, was von Gott erschaffen wurde, and given talents and abilities das Talente und Fähigkeiten bekommen hat and given the best minds in the world, und einen super guten Verstand bekommen hat, who in era after era have always been number one. die von Zeitalter zu Zeitalter immer ganz vorne standen. So don't tell them about how good they are. Sag bloß nichts zu denen, wie großartig sie sind. Tell them about how bad they are. Immer sagen, ihr seid die Schlimmsten. You want to have a sin in Germany? Do you want the sin in Germany? Something terrible? A sin? Wisst ihr, was die schlimmste Sünde in Deutschland ist? Was Grausliches? Well, here's the biggest sin in Germany. Ich sag sie euch, die größte Sünde in Deutschland ist, Is to like Germans, Deutsche zu mögen, to love Germans, Deutsche zu lieben, to say anything good about Germans. irgendetwas Gutes über Deutsche zu sagen. Off to Gefängnis you go. Dann ab mit dir ins Gefängnis. I'm sorry, it's the way it is. So ist es. Tut mir leid. This is it. But I am an American and I want to eat apples without getting my coat sticky. Also ich als Amerikaner möchte gerne einen Apfel essen, ohne dass ich mir meinen Anzug verkleckere. Nothing works. Jetzt klappt's nicht mehr. Trains don't run on time. Die Züge fahren nicht mehr pünktlich. Planes don't leave on time. Die Flugzeuge fliegen nicht mehr The pünktlich. garbage doesn't get picked up on time. Der Müll wird nicht zeitlich abgeholt. The crimes don't get solved. Die Verbrechensrate fällt nicht. We took care of the Germans just like we said we were going to. Zack, weg mit den Deutschen. Wir hatten das so geplant und haben wir gemacht. The Morgenthau plan is at the end, it's finishing up. Der Morgenthau-Plan ist quasi bald ausgeführt. In only a couple of years, there won't be any more Germans. Braucht nur noch ein paar Jahre und alle Deutschen sind verschluckt. They'll just be like absorbed into other people. Absorbiert, reingezogen in andere Menschen. Whoever wants them, of course. Wer eben noch Deutsche haben will. Zweite Klasse, europäisch, something. Die sind dann eben Zweitklass-Europäer. Or zweite Klasse gar nicht. Oder auch Zweitklass gar nichts mehr. That's where you're heading, folks. In Richtung gar nichts mehr seid ihr unterwegs. And how many friends do you have in the world? Wie viele Freunde habt ihr auf der ganzen Welt? No, I'm serious. How many friends have you got? Ganz gemeinte Frage. He said the Americans are going to come and save you. Der junge Mann meinte, I almost fell out of the chair. die Amerikaner würden euch verteidigen und retten. Da bin ich aus dem Stuhl gefallen. That's the stupidest thing I've ever heard. So was saublödes. There's not one mother in America, Nicht eine einzige Mutter in Amerika, in Wichita, Kansas, or anywhere, ob sie in Wichita, Kansas wohnt oder sonst irgendwo, who is going to send their 19-year-old son and daughter die ihren 19-jährigen Sohn oder Tochter hierher schicken würde, to fight and die for you. damit sie ihr Leben lassen für euch. So, what other friends do you have? Was habt ihr sonst noch für Freunde? Real friends? Echte Freunde? I don't know of any. Ich weiß keinen, kenne keinen. I know people who pretend to be your friends Ich kenne welche, die so tun, als ob sie eure Freunde sind, because you're the best cash cow in the world. weil ihr am besten als Zahlesel geeignet seid. But would they come and help you if you were in deep trouble? Würden die Geldempfänger kommen und euch wirklich helfen, wenn ihr in großen Schwierigkeiten steckt? Don't hold your breath. Glaubt es nicht. So here's what I'm here to tell you. Was will ich euch heute Abend sagen? You did not create yourself. Ihr habt euch nicht selbst erschaffen. You were not a mistake in the back seat of somebody's car a long time ago.
Ihr seid nicht ein Unfall, der auf dem Rücksitz eines Autos vor langer Zeit entstanden ist. You were created for a purpose. Ihr wurdet für einen Zweck erschaffen. And the one who created you Und der Schöpfer, der euch erschaffen hat, knows you thoroughly. kennt euch durch und durch. And he looks deep inside of you. Und er schaut tief hinein in euch. First, he is very proud. Erstens, er ist sehr stolz auf euch. He did not make a mistake in creating you. Gott hat keinen Fehler gemacht, als er euch erschaffen hat. He's proud of what he created. Er ist stolz auf seine Schöpfung. Why aren't you proud of what he created? Und wie kommt es, dass ihr nicht stolz auf seine Schöpfung seid? You look up into heaven and say, God, you're proud of me. Du schaust den Himmel hoch und sagst, Gott, du bist stolz auf mich. You love me, Du liebst mich, but I don't love me. ja, aber ich liebe mich nicht. And I'm not proud at all Und ich bin überhaupt nicht stolz auf mich. of what you did. Ich bin nicht stolz auf das, was du geschaffen hast. That seems dangerous to me. Also mir erscheint diese Haltung gefährlich. And how does God view you today after all the terrible things you've done? Und wie sieht Gott euch heutzutage nach all den schrecklichen Dingen, die ihr angestellt habt? He's seen it all, Er hat es alles gesehen. nothing hidden. Es gibt nichts, was versteckt geblieben So ist. he has decided to send me here and issue the verdict. Er hat beschlossen, mich hierher zu schicken und seinen Richterspruch zu verkünden. Are you ready to be judged? Seid ihr bereit, Gottes Urteil zu hören? Okay, I'm so. I now bring you the judgment Jetzt verkündige ich das Urteil from the God who created the whole universe, von Gott, der das ganze Universum erschaffen hat, who knows you inside out. der euch inwendig und auswendig kennt. And here's the verdict. Hier ist der Richterspruch. Not guilty. Nicht schuldig. You're not guilty. Ihr seid nicht schuldig. All this guilt, all this shame, all these fears, Dieses Schuldbewusstsein, dieses Schambewusstsein, so viel Angst. it was all wasted. Alles für die Katz. There was no reason for it. Es gab überhaupt keinen Grund dafür. Now, your enemies can say, we want to make an appeal. Eure Feinde könnten jetzt sagen, okay, dagegen gehen wir an. Revision. We want to hold them down and small. Das fechten wir an. Die Deutschen müssen klein und unten bleiben. We want to go to the appeal court. Also wir gehen jetzt zur Revision. Who's above God? Wer ist über Gott? Nobody. Keiner. I know. So that means the verdict I just gave you is the final verdict. Das heißt, der Richterspruch, den ich gerade verkündet habe, ist der endgültige Richterspruch. You are free. Ihr seid frei. Free to be yourself. Frei, euch selbst zu But you're sein. not free to be somebody else. Ihr seid allerdings nicht frei, jemand Fremder zu sein. So stop trying. Also braucht ihr es gar nicht lang probieren. Slaves love listening to their master's music, eating their master's food. Die Sklaven hören gerne die Musik ihres Sklavenhalters und essen sein Essen. My wife and I, when she's with me, we drive all through Germany. We drive all through the night trying to get to the next place. Wenn meine Frau mit mir zusammen Deutschland besucht, dann fahren wir die ganze Nacht lang, um von A nach B zu kommen, am nächsten Veranstaltungsort. We're taking our little 30-year-old Volkswagen Golf at 178 kilometers per hour. Also wir nehmen den 30 Jahre alten Volkswagen Golf, der 178 Kilometer pro Stunde fahren kann.
hour after hour. und fahren so stundenlang. So we want to listen to some happy music. Jetzt wollen wir uns eine fröhliche Musik anhören. We're in Germany. Wir sind schließlich in Deutschland. We're going to listen to German music. Jetzt wollen wir uns deutsche Musik anhören. You can't find any German music. Aber es gibt keine, kann man keine finden. Of the top 300 musical geniuses in the world, Von den 300 besten musikalischen Genies in der ganzen Welt, in the whole period of time from the beginning, seit Anbeginn der Zeiten, 153 are German. sind 153 deutsch. And you can't find a German song on the radio anywhere. Aber man findet im deutschen Autoradio kein deutsches Lied. I'm going to be in Berlin, maybe tomorrow, maybe the next day, I don't know. Ich werde in Berlin sein, morgen oder übermorgen. No matter what restaurant I walk into, who are going to be the murals on the wall? Egal in welches Restaurant ich reingehe, was findet man an den Wänden für Bilder? There's Goethe, there's Kant, there's Schiller, Goethe, there's Heine. Kant, Schiller, Heine. No. Findet man nicht. I can't find any place to eat in Berlin Da finde ich kein Restaurant in Berlin, that doesn't have Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, Elvis Presley. wo nicht Marilyn Monroe, Humphrey Bogart und Elvis Presley an der Wand hängen. All the way around. Ringsrum. You want the hamburger and French fries? Wollen Sie einen Hamburger haben und wollen Sie Pommes frites haben? I thought you were German. I am German, but I don't speak it. Ich dachte, Sie sind Deutscher. Ich bin Deutscher, ohne Deutsch zu sprechen. I only speak English. Ich spreche nur Englisch. That's Berlin, your capital. In Berlin geht's so zu, in eurer Hauptstadt. McDonald's everywhere. Überall findet ihr McDonald's. If you have somebody you don't like, Wenn ihr jemanden kennt, den ihr nicht mögt, somebody that you would like to poison to death, den ihr gerne zu Tode vergiften wollt, take them to McDonald's. bringt ihn zu McDonald's. Okay? It's a nice day out. We've been here long enough. Schöner Tag, wir waren lang genug zusammen. Here is the truth. Ich sage euch die Wahrheit. You're living a lie Ihr lebt in einer Lüge, because you're too good. weil ihr zu gut seid. You say, well, Professor, we don't believe you. Und ihr wieder, Professor, das glauben wir dir nicht. There's something wrong with you. Da muss was nicht stimmen mit dir. Anybody who loves Germans has to be insane. Jeder, der die Deutschen liebt, der muss irgendwie eine Klatsche haben. So we don't believe. Also glauben wir dir nicht. Okay, how about another young man, very attractive, Nehmen wir noch einen neuen, schönen, attraktiven jungen from Mann another land, aus einem anderen Land, who comes here for the first time der zum ersten Mal nach Deutschland and has kommt. his backpack on, Ja, mit einem Rucksack auf dem and Rücken. he's walking through Germany, Und er geht zu Fuß durch Deutschland. and he's writing in his diary Und dann schreibt er in sein Tagebuch rein, at night. immer nachts. He says, oh my, what a beautiful, clean land. Er schreibt, wunderbares, sauberes Land. Everything in the cities works beautifully. In den Städten funktioniert alles wunderbar. The people are friendly and intelligent Die Leute sind freundlich und intelligent and attractive. und obendrein attraktiv. And then he writes his last sentence. Und als letzten Satz schreibt er, These Germans diese Deutschen are so good. sind so sehr gut. Who was it? Wer war das? John Fitzgerald Kennedy. John F. Kennedy. And the guy who was the superstar before him, who all Americans loved, Und der andere Mann, der vorher der Superstar war, den jeder Amerikaner liebte, like Kennedy, so ähnlich wie Kennedy, was Charles Lindbergh, heißt Charles Lindbergh, who
flew all by himself to Paris. Er hat einen Alleinflug von den USA bis nach Paris gemacht. His diary said exactly the same thing. Und er schrieb in seinem Tagebuch genau die gleichen Worte. Kennedy went to his grave and never changed his opinion of you. Der Kennedy besuchte Lindberghs Grab und hat seine Meinung über Deutschland nie geändert. So don't listen to me. Also braucht ihr mir gar nicht zuhören. Listen to them. Hört diesen beiden zu. Your forefathers Eure Vorväter looked exactly like you look. sahen genauso aus, wie auch ihr ausseht. Same faces, Dieselben Gesichter, same eyes, selben Augen, same way of sitting. selbe Art, sich hinzusetzen. But you're very different than they are. Aber ihr seid ganz anders als sie. They have a lot more fun than you do. Sie haben so viel mehr Spaß als ihr. They were in love with this nation. Sie waren verliebt in diese Nation. They were in love with other Germans. Sie waren verliebt in andere Deutsche. And they were in love with being German. Und sie waren verliebt ins Deutschsein. And they had a sense that God was there. Und sie hatten ein Gespür dafür, dass Gott anwesend ist. Not religious sense, Das war kein religiöses Gefühl, but a simple, beautiful faith that was natural to them. ein einfacher, schöner, ganz natürlicher Glauben. They were wonderful, good, friendly people. Wunderbare, gute, freundliche Menschen waren sie. And they were family-loving people. Sie liebten ihre Familien. And they were freedom-loving people. Sie liebten die Freiheit. And they wouldn't live one day Und sie hätten nicht einen Tag gelebt, the way you live. so wie ihr lebt. Because when Germans are Germans, Wenn nämlich Deutsche Deutsche sind, they're not afraid of anything haben sie vor nichts Angst or anybody. und vor niemandem Angst. And they are not slaves. Und sie sind keine Sklaven. So, I'm here to tell you, Ich bin hier, um euch zu sagen, God is very proud of you. Gott ist sehr stolz auf euch. And he doesn't like the fact Und ihm missfällt diese Tatsache, that you don't agree with him. dass ihr nicht mit ihm übereinstimmt. He also wants you to know that the world is waiting for you to wake up. Und er möchte auch, dass ihr wisst, dass die Welt auf euch wartet, dass ihr erwacht. Waiting for you to use your minds and your creativity and your innovation once again. Die Welt wartet auf euch, dass ihr wieder euren Verstand einsetzt, eure Schöpferkraft und eure Erfindungen wieder in die Welt bringt. The world is sick, people, Liebe Sick. Leute, die Welt ist sehr krank and it's getting sicker. und wird noch kränker. And you have the healing power Und in euch ist die Heilkraft, to make it better, damit die Welt sich verbessert. but not as slaves. Ihr dürft das nicht als Sklaven machen. You are slaves to America and Britain. Ihr seid die Sklaven von Amerika und Großbritannien. Exactly today as it was in June of 1945. Exactly the same. Heute noch genauso wie im Juni 1945. You don't make your own decisions. Ihr trefft nicht eure eigenen You don't Entscheidungen. decide your own friends. Ihr beschließt nicht, wer eure Freunde sind. You work, but you have no ability to control where the money goes. Ihr arbeitet zwar, aber habt gar keine Einflussmöglichkeiten zu entscheiden, wo das Geld hinfließt. And this does not please God. Und das gefällt Gott überhaupt nicht. When the Israelites were slaves in Egypt, Als die Israeliten seinerzeit Sklaven von Ägypten waren, he hated it. hat er es gehasst. And he sent Moses and he said, "Get them out of there." Und er schickte Moses los. Bring mir die Israeliten raus aus Ägypten. And you know what they said at first? Wisst ihr, was die Israeliten am Anfang sagten?
We like Egyptian food. Aber We like ägyptisches Egyptian music. Essen schmeckt uns, ägyptische Musik mögen wir. We like being taken care of by the Egyptians. Uns gefällt das, dass die Ägypter für uns sorgen. Go away, Moses. Weg mit dir, Moses. We're happy here. Uns gefällt's hier. Sorry, Tut mir leid. doesn't work that way. Es funktioniert so nicht. Moses said, "You're coming with me." Moses sagte, und ihr kommt jetzt mit mir. And I'm telling you, it's time for you to get out of the trap. Und ich sage euch, Leute, für euch ist es Zeit, aus der Falle rauszukommen. And the way you do it is by having German friends. Und wie passiert es? Ihr habt deutsche Freunde. And you start caring for each other. Und ihr fangt an, euch umeinander zu And kümmern, you start loving each other. einander zu lieben. And your group starts growing and growing and growing. Und eure Gruppen wachsen und wachsen immer weiter. And every one of those little dots on the black that you can see is groups that are already growing. Und wenn ihr die kleinen weißen Punkte auf der schwarzen Decke anschaut, dann sind das bereits Gruppen, die existieren und wachsen. 30 a year ago, 300 today, 3,000 tomorrow. 30 waren es vor einem Jahr, 300 sind es heute und 3000 sind es übermorgen, nächstes Jahr. And you have to start doing the same thing. Und das müsst ihr jetzt auch machen. And it's not too hard, is it? Das ist gar nicht so schwer, oder? What's wrong with having a lot of good friends? Da ist nichts verkehrt, wenn man viele gute Freunde What's hat. wrong with start having fun again, laughing again? Es ist auch nichts verkehrt, wenn man wieder Freude hat und lacht. What's wrong with starting to produce beautiful things with form and function? What's wrong with it? Was ist verkehrt daran, wenn man schöne Dinge entwirft, die Form haben und Funktion? The world's waiting for you. Die Welt wartet auf euch. God will be pleased with you. Und Gott wird sich freuen an euch. And you have the trump card. Außerdem habt ihr die Trumpfkarte. The British and the Americans are playing clever games with you. Die Briten und die Amerikaner, die spielen ganz ausgeklügelte Spiele mit euch. They're playing games with your brain. Ja, sie halten euer Gehirn zum Narren. And you say, yes, but they have all the cards. Und ihr wieder, naja, die haben all die guten Karten. They go in their sleeve and pull out an ace. Aha. Sie ziehen ein Ass aus ihrem Ärmel. It's an unfair game. Das ist ganz ein fieses Spiel. But in your pocket, you have the trump card. Aber in deiner Tasche steckt die Trumpfkarte. And you pull it out. Und du ziehst sie raus. And you play it. Und du spielst sie aus. And they go, Und die, they didn't know you had it. die wussten nicht, dass ihr die Trumpfkarte habt. The deutsche Seele Das ist die deutsche Seele, exists in each of you now. die in jedem von euch existiert. Is connected through all of your ancestors deep into the mist of creation. Sie ist verbunden über euch bis durch die Ahnenkette in die Tiefe der Schöpfung. All you've got to do is release it. Ihr müsst die deutsche Seele nur wieder freilassen. And how do you do that? Wie macht ihr das? Be yourselves. Seid ihr selbst. And what are you? Was seid ihr? Deutsch. Deutsche. Where do you live? Wo lebt ihr? Deutschland. Okay. And those people who think they own you, Und die Leute, die glauben, ihr gehört ihnen, you might want to tell them to go home. sagt ihnen, geht heim. This is your land. Das ist unser Land. They forgot to pay for it. Sie haben nichts bezahlt. And today Und heute, is not for sale. Deutschland ist nicht zum Verkauf angeboten. I'm finished.
Ich habe fertig. I said everything I came to say to you. Ich habe alles gesagt, wozu ich hierher gekommen bin. You were very kind, very patient. Ihr wart sehr freundlich und sehr geduldig. Geduld sein. Mhm. Now, since I've came 7,700 kilometers to be with you, Da ich 7700 Kilometer geflogen bin, um bei euch zu sein, it is only polite and good manners of me ist es nur höflich und dem Anstand geschuldet, to see if you have any questions for me. euch die Gelegenheit zum Fragen stellen zu geben. Oh, don't see anything. You're very polite. Ist keiner, der eine Frage stellt? no. Oh, no. Yes, ma'am. Can you stand, please? Hallo. Hello. Guten Tag, mein Name ist. Ich komme etwa so 3 Stunden Autofahrt von hier und kenne Sie schon Okay, I got it. oder kenne Sie schon recht lange. She knows you quite a long time. You do? Bitte? Ist das wahr? Ja, Sie kennen ihn schon lange? ja. And you're from Detmold? Seit dem 2020, als Sie angefangen haben, in Deutschland aktiv zu werden, und davor habe ich Sie nicht gekannt. Since 2020, when you started to work in Germany. Okay, go ahead. Wenn Sie zurückkehren und in Deutschland erstmal eine Pause machen, dass Sie Ihren Leuten auch in irgendeiner Form sagen können, Sie möchten bitte Deutschland verlassen. Wie sollen wir das halt machen, wenn wir... If you decide to take a pause from Germany for a while, would you please tell your own people that they would retreat from Germany? I fought for my country. I volunteered. Ich habe freiwillig gekämpft für mein Land. I started wearing this flag when I was 18 years old. Ich trage die amerikanische Flagge am Revers, seit ich 18 Jahre alt bin. But America and Britain are never going to retreat from Germany. Aber Amerika und Großbritannien werden sich nie zurückziehen aus Deutschland. And they cannot survive without war. They can't survive. Und beide können ohne Krieg gar nicht überleben. Our economy doesn't work. Unsere Wirtschaft funktioniert nicht. We have 8 huge nuclear fleets floating around the world, 8 of them with nuclear submarines, nuclear cruisers, nuclear deals. We have 185,000 U.S. Marines all over the world. We're in 108 countries with our military. 185.000 US-Marine-Soldaten sind verteilt auf der ganzen Welt. Und wie viele nukleare Flotten, wo Unterseeboote und alles andere dabei ist, hat Amerika? And this all has to do with money. Immer geht es ums Geld. Controlling the world's money. Das Weltgeld kontrollieren. Oil, valuable earth, plutonium. Öl, seltene Erden, Plutonium. We have 200 places around the world that we have taken and built fences around, the same as we have done in Germany. Same way. Ja, es gibt 200 Orte auf der Welt, wo wir es genauso gemacht haben, dass wir uns ein Stück Land gekrallt haben und einen Zaun darum gebaut haben. Every one of them are valuable for money. Ja. Every one. All diese Besatzungsstationen bringen uns Geld ein. I'm not in danger from you Ich habe keine Gefahr von euch zu erwarten. because I love you and you know it. Ich liebe euch und ihr wisst es. And this lady over here who's known me for 3 years, she knows it too. Und diese Dame, die mich seit 3 Jahren schon kennt, sie weiß es ebenfalls. Who am I in daily danger from? Aber von wem kann ich täglich Gefahr erwarten? Got any guesses? Habt ihr irgendeine Vermutung? You know. Ihr wisst von wem. There's nothing I can do. Ich kann da nichts machen. The world works in one big way.
Die Welt hat ihr eigenes Getriebe And America rules the world. und Amerika regiert die Welt. So, I am a patriotic American. Ich bin ein patriotischer Amerikaner. When I hear the national anthem, I get tears in my eyes. Immer wenn ich unsere Nationalhymne höre, schießen mir Tränen in die Augen. But all of my love and all of my life is dedicated to you. Aber meine ganze Liebe und mein ganzes Leben, I can't fix the world, die Welt kann ich nicht in Ordnung bringen. and I can't make America act differently. Und ich kann die Amerikaner auch nicht dazu bewegen, anders zu halten, sich anders zu verhalten. They'd go broke in 1 year. Die wären nach einem Jahr pleite. All I can do is to come to you. Alles, was ich machen kann, ist, euch aufzusuchen. Wherever you are, wherever you live. Dort, wo ihr lebt und dort, wo ihr seid. And count on the fact that the truth is good enough. Und mich darauf verlassen, dass die Wahrheit genügt. And that somehow below the surface, Und dass irgendwie unterhalb der Oberfläche there are real Germans. echte Deutsche existieren. And I believe it. Und das glaube ich. I'm going to keep going. Ich werde weitermachen. Is there anyone who has a question? Because keep going is a shorter time now than what it once was. Also hat jemand eine Frage? Weitermachen heißt in kürzerer Zeit, als das früher der Fall war. I can't last forever, you know that. Ihr wisst, dass ich nicht ewig weitermachen kann. They're not going to let me come in here and talk to you like this. Die lassen mich nicht die ganze Zeit bei euch einreisen und so reden zu euch. Go ahead, ma'am. Go ahead, please. If you have a question, ask it today. I can't come back here. I can't do it. Go. Ich bin vor circa 2 Jahren am Rhein gewesen, auf Ihre Initiative hin. Ich war noch nie am Rhein vorher. 2 years ago I went to the Rhine and followed your initiative. There were 72,000 of us. Es waren 72.000 damals. Danke, ich danke herzlich dafür. I thank you so much for it. Und ich war überwältigt von dieser Kraft des Stromes und ich habe gesehen, dass es eine Lebensader des Landes ist. I was overwhelmed by the power of the Rhine and I saw that it is a vein, a living vein in Germany. Ich möchte anregen, dass wir Deutschen einen Tag im Jahr dafür hernehmen, um dort am Rhein Blumen abzustellen und zu beten. Können Sie uns helfen? I want to suggest that we would make it an annual practice to make a pilgrimage to the Rhine and bring flowers there. I would love it. But Ja, das würde mir gefallen. I would love it, but I'm talking to you and everyone else. You guys have got to take charge of your own country. Also ich spreche mit dir und mit allen anderen hier. Ihr müsst selber euer Land in die Hand nehmen. What we did in the Rheinwiesenlager was a miracle. It was a miracle. Was wir in den Rheinwiesenlagern gemacht haben oder bei unseren Rheinbesuchen, das war ein Wunder. Today you can go to Munich, you can go to Hanover, you can go to Berlin, and you can talk about the Rheinwiesenlager, and people says, yeah, I heard about it because of us. Heutzutage kann Everybody's man heard about it. nach Hannover, München, Berlin gehen und über die Rheinwiesenlager sprechen. Und die Leute sagen, ja, davon habe ich gehört. That's what you can do. Das könnt ihr Is what machen. she did. Genau dasselbe, was sie gemacht hat. Okay? You cannot be afraid. Ihr dürft keine Angst haben. We were told when we went to the Rhine that the police were going to squirt us with water, cold water. Vorher wurden wir gewarnt, die Polizei würde uns mit kaltem Wasser They were abspritzen. going to hit us on the head with the batons. Sie würden uns mit ihren Knüppeln schlagen. And the right-wing extremists were going to come and steal from us.
Und die Rechtsextremen würden kommen und uns bestehlen. And the Antifa had 100 buses ready to swarm us. Und die Antifa würde mit 100 Bussen ankommen. And 72,000 Germans and one little American. 72.000 Deutsche und ein kleiner Amerikaner. We showed them. Wir haben sie ihnen gezeigt. We showed them. Gott schütze sie. God bless you. Yeah, we showed them. And I'm telling you, it was magical. The Rhine was like it was amazing. Also das war magisch, das war erstaunlich. And we had good tears everywhere, good tears. Und gute Tränen sind geflossen, überall. Those kids had laid there in the mud for 70 some years. Diese jungen Menschen, die Kinder eigentlich waren, sind 77 Jahre dort im Schlamm gelegen. Nobody cared about them. Aber niemand hat sich um sie gekümmert. And we went there and we said, we care about you. Doch wir sind hingegangen und haben gesagt, wir kümmern You uns um were euch. loved. Ihr wurdet And geliebt you are loved. und ihr werdet geliebt. And you can actually feel the lightness come on the right. You can feel it. Und man kann es fühlen, dass die Leichtigkeit aufstieg vom Rhein. And you can do the same thing. Genau dasselbe könnt ihr auch machen. Just find something. There's plenty of injustice. Also ihr findet ein Thema, jede Menge Ungerechtigkeiten gibt es. Okay, I'm starting to wear out a little bit. Also jetzt schwächle ich langsam. Okay? If I don't know whether, Kristen, I don't know whether you told, if you wanted me to sign anything, in the past I said no, but this is my last trip. So now I say yes. I've brought my special signing pen, and if you want me to sign your forehead or a piece of paper or Constance's child or a CD, I'd be happy to stay and sign it. And then if you have a question, you can ask me then. Also Kerstin, ich weiß nicht, wie du es angekündigt hast. Bisher habe ich es immer abgelehnt, Buchsignieren zu machen. Aber da es jetzt das letzte Mal ist, dass ich euch besuche, habe ich es akzeptiert. Ihr könnt also Konstanzes Kind unterschreiben lassen oder eine CD oder ein Flipbüchlein oder ein Stück Papier. Und ihr könnt mir eine And Frage stellen. someday these signatures will be worth 25 cents on eBay. Und eines Tages werden meine Unterschriften 25 Cent wert sein auf eBay. Okay. Kirsten will take me to a place, okay? Bring mich an einen Ort, Kerstin.